Der unsichtbare Pakt. Die physische Realität hinter der digitalen Illusion von außen betrachtet, wirkt die moderne Welt völlig digital, finanziell und abstrakt, nicht wahr? Doch unter diesen Bildschirmen, Börsen, Schulden und den uns angebotenen endlosen Komfortversprechen liegt eine gnadenlose und durch physische Realität, das Erdöl. Aber man darf es nicht nur als das Benzin betrachten, das man in den Tank füllt. Wenn wir von Erdöl sprechen, dann sprechen wir von Rohstoffen, Materialien, Kunststoffen, Maschinenölen, Düngemitteln in der Landwirtschaft, dem Rückgrat der Logistik und der chemischen Industrie selbst. Wir neigen dazu, den modernen Wohlstand als einen Triumph der menschlichen Intelligenz über die Grenzen der Natur zu betrachten, so als ob die Welt, in der wir heute leben, allein durch Technologie und Innovation aufgebaut worden wäre. Doch die Wahrheit ist, das, was wir als normales Leben bezeichnen, existiert nur aufgrund eines geheimen Paktes, der im Hintergrund geschlossen wurde. Wie lautete dieser Pakt? Energie blieb billig genug, um alles wie verrückt wachsen zu lassen. Städte dehnten sich grenzenlos aus, Lieferketten überquerten Ozeane, Lebensmittel wurden industrialisiert, Kunststoffe wurden zu Wegwerfartikeln, Schuldenaufnahmen wurden einfacher, der Komfort vervielfachte sich. Und dieses System funktionierte so lange reibungslos, dass die meisten von uns den Motor im Hintergrund völlig aus den Augen verloren haben. Genau hier liegt die größte Gefahr. Das System fließt in Zeiten stabiler Energie so reibungslos, dass die Menschen es für ein Rad halten, das sich von selbst dreht. Dem ist aber nicht so. Dieses System läuft mit Treibstoff. Die Illusion der Moderne. Wenn Sie verstehen wollen, wie die Weltwirtschaft wirklich funktioniert, müssen Sie sich zuerst einer unangenehmen Wahrheit stellen. Moderner Überfluss wurde weder allein durch Finanzen noch durch Technologie oder Handel geschaffen. Diese Welt wurde auf einer Energie aufgebaut, die billig und zuverlässig genug war, um uns jede Komplexität als normal empfinden zu lassen. Genau das war der geheime Pakt. Und wenn man diese Realität erst einmal erkennt, beginnt man alles um sich herum mit ganz anderen Augen zu sehen. Supermärkte. Sie sind nicht bloß eine großartige Leistung des Einzelhandels. Der Ort, an dem man mal eben schnell und bequem einkauft, ist in Wahrheit das komprimierte Ergebnis von gekühlten Riesenlogistiknetzen, Diesel-Lkw, petrochemischen Verpackungen, einer mit Düngemitteln überschwemmten Landwirtschaft und globaler Distribution unter einem Dach. Fast Fashion, schnelle Mode. Glauben Sie wirklich, das sei nur gutes Marketing oder billige Arbeitskraft? Dahinter stehen synthetische Fasern, der Treibstoffverbrauch riesiger Schiffe, industrielle Farbstoffe, Kunststoffe und jene gigantische Lieferkette, die Kontinente überwindet, ohne zusammenzubrechen. Vororte und das Leben im Einfamilienhaus. Dies ist nicht nur eine kulturelle Vision oder die Entscheidung für den American Dream, das ist schlichtweg eine Energieentscheidung. Asphaltierte Straßen, Zement, Autos, tägliche kilometerlange Fahrten, Isolierung, Klimaanlagen. All das sind Produkte einer Welt, in der man davon ausging, dass Treibstoff für immer billig vor der Haustür bereitstehen würde. Selbst Dinge, von denen man sich niemals vorstellen würde, dass sie Erdöl enthalten, hängen am seidenen Faden des Öls. Der Stoff deiner Kleidung, Waschmittel im Haus, Kosmetika, Medikamente, Farben, synthetischer Kautschuk, Pestizide. Das Erdöl hält dieses System nicht nur am Laufen, Freunde, das Erdöl bringt dieses System überhaupt erst hervor. Und wissen Sie, warum diese Geschichte so kritisch ist? Weil Gesellschaften meist an den Abhängigkeiten zugrunde gehen, die sie nicht mehr wahrnehmen und als selbstverständlich ansehen. Das Aufheben der Grenzen. Über den größten Teil der Menschheitsgeschichte hinweg waren die Energiegrenzen unübersehbar. Die menschliche Arbeitskraft war begrenzt, die Tierkraft war begrenzt, Holz hatte seine Grenzen, Wind und Wasser wehten und flossen nach eigenem Belieben und veränderten sich je nach Geografie. Distanz war teuer, Transport war tödlich langsam. Folglich stieß jedes Wirtschaftssystem unweigerlich an die harte Wand der physischen Realität. Vor den fossilen Brennstoffen lag das Wachstum an einer sehr kurzen Leine. Eine Stadt konnte wachsen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, denn Nahrungsmittel, Treibstoff, Transport und Abfallprobleme standen sofort vor der Tür. Die Produktion konnte steigen, aber nicht endlos. Handel gab es natürlich, manchmal sogar in riesigem Ausmaß, aber der Transport von Schüttgütern von einem Ort zum anderen war physisch extrem kostspielig und langsam. Wirtschaft bedeutete, stets mit Muskelkraft, Wetter und Geografie zu verhandeln. Dann kam die Kohle und zertrümmerte diese alte Decke zuerst in Großbritannien, dann auf der ganzen Welt.
Die Kohle befeuerte Dampfmaschinen, Eisenbahnen und Fabriken. Sie veränderte die Produktion und die menschliche Mobilität von Grund auf. Sie ermöglichte es Gesellschaften, weitaus größere Dinge zu vollbringen, ohne an den alten Fesseln hängen zu bleiben. Doch auch die Kohle hatte ihre Grenzen. Sie war mächtig, aber schmutzig, klobig und für jene flexible Mobilität, die das 20. Jahrhundert eigentlich definieren sollte, kaum geeignet. Genau an diesem Punkt veränderte das Erdöl auf der Bühne alles. Erdöl war energiedicht, leicht transportierbar und vielseitig einsetzbar. Es passte perfekt zu Motoren, Schiffen, Lastwagen, Flugzeugen, der industriellen Landwirtschaft und der militärischen Logistik. Man musste das System nicht an einem einzigen Ort fixieren. Man konnte mit dem System die Welt bereisen. Diese Tatsache war eine weitaus größere Revolution als alle politischen Reden oder finanziellen Erfindungen des letzten Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts war Erdöl keine gewöhnliche Ressource mehr. Es wurde förmlich zum Blutkreislauf der industriellen Mobilität. Der Verbrennungsmotor verlieh ihm Kraft, das Auto machte es zum Massenprodukt. Kriege verpassten ihm den Stempel einer strategischen Frage über Leben und Tod. Der Erste Weltkrieg zeigte, dass mechanisierte Armeen ohne Treibstoff nichts sind. Der Zweite Weltkrieg setzte der Diskussion endgültig ein Ende. Erdöl war kein Luxus, sondern die erste Bedingung für militärische Macht, Industrie und das Überleben einer Nation. Die Finanzillusion und die Just-in-Time-Falle. Als der Krieg 1945 endete, bauten die Siegermächte die neue Welt nicht auf Sparen oder lokaler Produktion auf. Sie bauten sie vollständig auf Expansion auf. Genau an diesem Punkt wurde jener geheime Pakt globalisiert. Der gewaltige Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit in Amerika und der westlichen Welt war nicht, wie Lehrbücher behaupten, nur ein Triumph des demokratischen Kapitalismus oder genialer Politiker. Er war unmissverständlich der Triumph billigen Treibstoffs. Autobahnen wurden gebaut, Autos verkauften sich wie warme Semmeln, Vororte schossen wie Pilze aus dem Boden, Flugreisen boomten. Mit der Einführung der Containerschifffahrt sanken die Kosten für den interozeanischen Handel auf lächerliche Beträge. Die Landwirtschaft wurde mechanisiert, mit Düngemitteln überschwemmt und die Produktion schoss durch die Decke. Die Petrochemie erschuf die Welt der Kunststoffe, Verpackungen und Synthetik. Billige Energie machte Entfernungen zu einem Detail. Dadurch konnte sich die Wirtschaft grenzenlos ausdehnen. Und als sich die Wirtschaft ausdehnte, verliebte sich der Finanzsektor regelrecht in diese Ordnung. Hier ist der Punkt, den die meisten Menschen übersehen. Billige Energie hat nicht nur Haushalte und Fabriken entlastet, sie hat das gesamte moderne Finanzsystem so umrahmt, dass es weitaus klüger und genialer wirkte, als es tatsächlich war. Wenn der Transport billig ist, können Unternehmen ihre Fabriken ans andere Ende der Welt verlagern und ihre Gewinnmargen sichern. Wenn die Energiepreise stabil bleiben, wird das Management der Inflation zum Kinderspiel. Wenn Produktion und Vertrieb reibungslos funktionieren, wirken Zentralbanken äußerst kompetent, Unternehmen können sich ohne Bedenken verschulden, Regierungen können ständiges Wachstum versprechen und die Märkte bewerten die Zukunft so, als gäbe es auf der Welt keinerlei Reibung. Billige Energie ist die größte verdeckte Subvention, die die Finanzgeschichte je gesehen hat. Sie hat die Globalisierung verbilligt, die Schuldenaufnahme sicher gemacht und es Politikern erleichtert, monumentale Fehler zu vertuschen. Vieles von dem, was als großartiges Wirtschaftssystemdesign angepriesen wurde, war in Wahrheit ein Geschenk des Energieüberflusses an uns. Doch dieser Zustand brachte eine gefährliche Illusion hervor, die Effizienzillusion. Man erzählte uns, die moderne Weltwirtschaft sei überaus intelligent, flexibel und optimiert. Lagerhaltung sei überflüssig, man könne die Produktion in das Land mit den billigsten Arbeitskräften verlagern. Teile könnten aus allen Teilen der Welt kommen und genau in der Sekunde vor der Tür stehen, in der man sie braucht. Die Just-in-Time-Logistik wurde als Beweis für das Genie von Unternehmenslenkern präsentiert. Doch diese Systeme, die so effizient wirken, solange alles glatt läuft, offenbaren im Moment einer kleinen Krise sofort, wie anfällig sie sind. Wenn die Herstellung eines Produkts davon abhängt, dass Schiffe kritische Meerengen passieren, Lkw Diesel verbrennen können, petrochemische Vorprodukte auf die Sekunde genau eintreffen und die Energiepreise moderat bleiben, dann ist diese so gepriesene Effizienz in Wahrheit nichts anderes als eine gut vermarktete Abhängigkeit. Das ist die wahre Architektur der modernen Welt. Wir haben physische Grenzen nicht abgeschafft, wir haben sie nur versteckt und weit weggeschickt.
Wir haben die Grenzen an den Treibstoff, die Langstreckenlogistik, strategische Seewege und die Sturheit, dass schon nichts Kritisches brechen wird, übertragen. Solange das Erdöl billig und stabil war, sah dieses Modell sehr elegant aus. Doch wann immer dieser geheime Pakt bröckelt, verwandelt sich das elegante Modell augenblicklich in einen fragwürdigen Verleugnungsmechanismus. Rechnungen und Realitäten. Die Geschichte hat uns wiederholt gewarnt. Am bekanntesten ist das Jahr 1973. Das arabische Ölembargo hat nicht nur die Preise in die Höhe getrieben, es hat schonungslos offengelegt, wie sehr die reichen Industrienationen ihren Alltag auf Erdöl ausgerichtet hatten. Treibstoffknappheit, kilometerlange Schlangen, rasant steigende Inflation, einbrechende Wachstumsraten und politische Panik. Dies waren keine gewöhnlichen Marktfluktuationen. Es war die direkte Konsequenz davon, dass in einem System, das unter den genau entgegengesetzten Annahmen aufgebaut wurde, die elementarste Säule plötzlich ins Wanken geriet. 1979 erhielten wir mit der iranischen Revolution dieselbe Lektion ein weiteres Mal. Der Auslöser war ein anderer, aber die Regel blieb dieselbe. Wenn Energie knapper wird oder sich auch nur die Wahrscheinlichkeit einer Verknappung abzeichnet, schnellen die Kosten für Bewegung, Produktion und Überleben gemeinsam in die Höhe. Das Problem ist niemals nur der Preis pro Barrel. Das Problem ist die Abhängigkeit. Und dieses Szenario ist nie verschwunden. Es hat nur immer wieder sein Gewand geändert. Die Golfkrise 1990, der Rohstoffboom vor 2008, der Energieschock nach dem Russland-Ukraine-Krieg und die heutigen Instabilitäten im Nahen Osten sowie die unaufhörlichen Ängste um strategische Meerengen. Jedes Mal trifft uns dieselbe grundlegende Wahrheit wie ein Schlag ins Gesicht. Die Weltwirtschaft reagiert immer noch sehr hart und blutig, weil sie immer noch bis ins Mark physisch ist. Wir glauben, im digitalen Zeitalter zu leben und reden hochtrabend daher, aber die physische Wirtschaft stellt uns weiterhin die Rechnung aus. Zudem geht es nicht nur um Treibstoff. Hier vertieft sich die Abhängigkeit in einem Maße, das die Menschen oft gar nicht erwarten. Erdöl und Gas befinden sich nicht nur in Tanks oder Heizkesseln, sie stecken in den Düngemitteln, die die industrielle Landwirtschaft aufrechterhalten, in jenen riesigen petrochemischen Ketten, die Kunststoffe, Verpackungen und synthetische Materialien bilden, in den Fasern der Polyesterkleidung, die du trägst, in der Formel des Waschmittels, mit dem du reinigst, in Dämmstoffen, Grundierungen und Lösungsmitteln, die im Bauwesen und in der Fertigung verwendet werden. Asphaltstraßen, Kunststoffrohre, synthetische Isolierungen, medizinische Materialien, Industrieöle, alles, was Teil des modernen Lebens ist, stößt irgendwo in der Kette unweigerlich auf Kohlenwasserstoffe. Wenn man das erst einmal verstanden hat, klingt das allgegenwärtige Gerede von der Energiewende nicht mehr so einfach wie das Aus- und Einschalten eines Lichtschalters. Das ist ein Restaurierungsprojekt epischen Ausmaßes für unsere gesamte Zivilisation. Das bedeutet nicht, dass der Wandel unmöglich ist. Aber es bedeutet anzuerkennen, wie tief dieses alte System in unserem täglichen Leben verwurzelt ist, tiefer als die meisten von uns zugeben wollen. Eine Gesellschaft kann Autos elektrifizieren, erneuerbare Energien ausbauen, die Effizienz steigern. Das ist alles gut und schön, sehr wertvoll sogar. Aber der alte Pakt liegt immer noch auf dem Tisch, denn die bestehende Weltordnung ist nach wie vor massiv auf billige und stabile Energieströme angewiesen. Flugzeuge verlangen immer noch nach Treibstoff, riesige Schiffe fahren immer noch mit Treibstoff, die Petrochemie ist nach wie vor die Lebensader, die industrielle Landwirtschaft stützt sich weiterhin auf diese intensiven Inputs. Geopolitik dreht sich auch heute noch um Ressourcenkontrolle, kritische Meerengen, Pipelines und Versorgungskrisen. Unsere Sprache mag grüner geworden sein, aber das System bleibt hartnäckig physisch, die Zivilisation der Erwartungen. Damit wären wir im Heute angelangt. Eine der größten geopolitischen Realitäten der heutigen Welt ist, dass die Energiesicherheit wieder ins Zentrum gerückt ist. Ob Politiker es offen aussprechen oder nicht, Länder reden heute von Resilienz, lokaler Kapazität, Industriepolitik und den Gefahren der Abhängigkeit von Rivalen. Und warum? Weil die Geschichte zurückgekehrt ist. Sobald Energieströme bedroht sind, schießt die Inflation hoch, Regierungen geraten in Panik und das bequeme Märchen, dass der Markt alles regelt, ist schlagartig vorbei. Zentralbanken können die Zinsen anheben, aber sie können kein Öl aus dem Boden stampfen. Finanzministerien können Hilfen verteilen, aber sie können das Gesetz der physischen Knappheit nicht außer Kraft setzen. Eine Excel-Tabelle kann den Preis einer Krise berechnen, aber sie kann die Krise nicht lösen.
Billige Energie hat nicht nur die Wirtschaft geformt, sondern unsere Erwartungen. Sie hat die Völker an ständige Mobilität, Komfort, billige Waren, warme Häuser, stets gefüllte Regale und an Nahrungsmittelsysteme gewöhnt, über deren Hintergrund sie niemals nachdenken müssen. Sie hat Politiker dazu verleitet, im Vertrauen auf diesen unendlichen Überfluss gigantische Versprechen abzugeben. Sie hat Unternehmen beigebracht, ihre Geschäftsmodelle vollständig auf Distanz, Hebelwirkung und Geschwindigkeit aufzubauen. Sie hat die Märkte darauf programmiert, reibungslose Logistik und niedrige Inflation für die normalste Sache der Welt zu halten. Und wenn dieser Energiepakt zu schwächeln beginnt, fängt alles unter dem System an, neu darüber zu diskutieren, was Normalität in Wirklichkeit eigentlich kostet. Das ist die größte Lektion überhaupt. Das Gefährlichste an billiger Energie ist nicht, dass sie morgen zu Ende gehen könnte, sondern dass sie Gesellschaften gelehrt hat, einen vorübergehenden Überfluss für eine dauerhafte Realität zu halten. Wenn ein elementares Vorprodukt zu lange billig bleibt, vergessen die Menschen, wie strategisch es eigentlich ist. Sie ignorieren den Pakt. Die Komplexität wächst, die Abhängigkeit vertieft sich, Versprechungen überschlagen sich. Und dann kommt eines Tages ein einziger Einbruch, ein Krieg, ein Embargo, eine Krise an einer Meerenge oder eine plötzliche Preisexplosion, und die Illusion verpufft in einer Sekunde. Das System wird nicht nur schlagartig teurer, es steht plötzlich nackt da. Wenn Ihnen also das nächste Mal jemand von der modernen Wirtschaft erzählt und dabei nur von schicken Finanzbegriffen, Software oder genialer Politik spricht, erinnern Sie ihn an das unsichtbare Fundament im Hintergrund. Vergessen Sie nicht die Straßen, Lastwagen, Schiffe, Raffinerien, Düngemittel, Kunststoffe, Flüge, Lieferketten und jene reine physische Bewegung hinter jeder komfortablen Abstraktion des modernen Lebens. Dieses auf billiger Energie errichtete globale System hat nicht nur Wohlstand generiert. Es hat eine gigantische Zivilisation der Erwartungen geschaffen, die auf Geschwindigkeit, Skalierung, Komfort, Überfluss und ständigem Wachstum basiert. Alles steht auf einem Fundament, das extrem mächtig ist, solange es unsichtbar bleibt, dessen Stabilität jedoch ins Wanken gerät, sobald diese Unsichtbarkeit durchbrochen wird. Und wenn dieser geheime Pakt Risse bekommt, wird die Welt nicht bloß zu einem teureren Ort. Die Welt wird zu einem weitaus ehrlicheren Ort. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.